geht es jetzt an die Verbreiterung der Brücke. Ich habe mir hier mal ein Car-Motion-Fahrzeug zur Hilfe genommen, um zu schauen, wie breit die Brücke dann werden muss. Sie soll ja zweispurig werden und die Brücke ist in der Mitte, also da wo die Fahrbahn ist, 5 cm breit. Und ich möchte natürlich auch noch auf der Brücke Gehwege haben, damit die Fußgänger natürlich auch diese Brücke überqueren können. Insofern habe ich mir jetzt überlegt, dass die Fahrbahn mindestens 4 cm breit sein muss, damit die Fahrzeuge problemlos aneinander vorbeifahren können. Plus den Gehweg. Der Gehweg hat 1,5 Breite, also ich möchte das hier auch zum Gehweg machen. Das wird dann mit in die Brücke eingearbeitet werden. Der Rest wird abgeschnitten. So habe ich dann zwei Teile, die einen Gehweg simulieren können. Das heißt 1,5 plus 1,5 Gehweg sind 3 cm Gehweg. Und ich brauche 8 cm Straßenbreite, um zwei Fahrzeuge aneinander vorbeifahren lassen zu können. Insofern komme ich dann auf eine Fahrbahnbreite inklusive Gehwege von 11 cm. Ich habe jetzt momentan 5 cm. Das heißt, es müssen noch 6 cm dazukommen. Ja, wie bewerkstellige ich das? Ich habe mir jetzt überlegt, es gab auch einige Vorschläge, das in 3D-Druck zu machen. Ich habe zwar einen 3D-Drucker, habe mich aber ehrlich gesagt noch nie so richtig damit beschäftigt. Und so eine 3D-Druckdatei zu erstellen, wird sicherlich auch einiges an Zeit kosten. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die Verbreiterung der Brücke mit Styrodur machen werde. Das war auch mein erster Gedanke, das will ich jetzt erstmal probieren und hoffe, dass das dann auch insgesamt stabil genug wird, dass die Brücke dann auch hält. Aber da gehe ich jetzt erstmal von aus. Das heißt, ich werde jetzt hier in der Mitte einmal komplett durchtrennen und diese Stahlträger, die hier über Kreuz gehen, die werde ich auch mit entfernen. Ich nehme mal was anderes zum Zeigen. Das Fahrzeug mal zur Seite. Also diese Träger hier, die werde ich auf jeden Fall entfernen. Und die stärkeren Träger in der Mitte lasse ich zur Stabilität noch ein bisschen stehen. Werde aber hier oben ein bisschen was, oder auf der anderen Seite oben ein bisschen was ausfräsen, dass dort dann das Styrodur entsprechend mit rein geklebt werden kann. Da soll auch ein Mittelträger noch mit rein. Den mache ich entweder aus diesen übrig gebliebenen Stahlträgern, dass da in der Mitte noch so ein Stahlträger sozusagen mit eingearbeitet wird, anstatt dieses Trägers in der Mitte dann so ein Träger. Entweder damit oder ich ziehe auch aus Styrodur einen Träger in der Mitte durch, der ungefähr diese Stärke hier hat, dass sich dann das Ganze auch ein bisschen ähnelt. Gut, was wir dann nicht haben in der Mitte oder noch brauchen, sind natürlich solche Ersatzträger. Und da habe ich in meiner Restekiste noch von einer wilden Maus diese alten Stahlträger gefunden. Keine Sorge, diese wilde Maus, die war schon derart zerstört. Die war ein Konvolut, was ich gekauft habe, dass man die nicht mehr verwenden konnte. Insofern habe ich hier halt diese Reststücke und die möchte ich dann hier in der Mitte mit einarbeiten. Diese Reststücke sind in Summe, haben die eine Breite von 6,2. Da ich diese Träger dann hier nicht mit verbauen werde, kommen wir da auf ungefähr 6, also einen dieser Träger nicht mit verbauen werde, kommen wir auf ungefähr 6 cm. Und das ist ja genau die Breite, die ich auch brauche, um die Brücke auf die Breite zu bekommen, wie ich sie auch haben will. Gut, das war das eine. Wenn die Brücke breiter wird, ich habe hier auch schon mal die beiden
Brückenträger zusammengebaut. Wenn die Brücke breiter wird, dann wird natürlich auch dieses Betongewicht, was hier oben eigentlich zwischengehört, nicht mehr passen. Das heißt, die Brücke wird ja ungefähr so breit und da muss dann ein neues Betongewicht gemacht werden. Ich habe das hier, was davor gesehen war, auch schon mal zusammengebaut. Ehrlich gesagt finde ich das auch nicht schick, so wie es zusammengeklebt ist. Das sind 4 Einzelteile, die von den Kanten her auch nicht so sauber sind. Ich verstehe gar nicht, warum das da nicht ein bisschen sauber gearbeitet wurde. Klar kann man hier auch viel mit Schleifpapier machen, aber man kann auch den Spritzling gleich entsprechend so machen, dass er sauber aussieht. Also das gefällt mir so gar nicht, den hätte ich wahrscheinlich so oder so ersetzt. Aber das lässt sich natürlich auch mit Styrodor herstellen, sowas. Und wir müssen bei der Brücke ja auch aufpassen, insgesamt das Gewicht sollte ja auch nicht zu schwer werden. Der Motor muss das ja auch noch schaffen. Hier sind zwar dann Zusatzgewichte drin, aber wenn das alles breiter wird und ich das dann auch aus Kunststoff oder wie auch immer mache, dann könnte es nachher auch vielleicht ein bisschen zu schwer werden. Das weiß ich nicht. Obwohl dieser Motor eigentlich eine Menge schaffen müsste. Gut, aber das werde ich dann auch aus Styrodor nachbilden. Das mache ich mit meinem Heißdrahtschneider. Ja, da wird einfach so ein Block erstmal gemacht, rechteckig. Und die Schrägen, die hier drin sind, die mache ich dann auch mit dem Schneider, so dass es genau die Breite hat, die es haben soll. Und die Kanten, die werden dann nachher vom Styrodor nach dem Schneiden natürlich ziemlich spitz sein. Aber wenn man da einmal rüber geht mit irgendwas Runden, so einem Pinsel oder so, ein bisschen an den Kanten reibt, dann sind die auch ein bisschen abgerundet. Ja, und ich denke, wenn das dann grau angemalt ist, dann sieht das auch entsprechend gut aus. Ja, das ist so jetzt erstmal der Plan. Mal schauen, wie das funktioniert. Und da nehme ich euch dann jetzt mal mit. So, ich habe mir jetzt hier einmal die Mitte angezeichnet und werde jetzt mit einer etwas größeren Dremel-Scheibe, das sind auch diese Dremel-Scheiben, die man für K-Gleis sehr gut verwenden kann. Die sind halt etwas größer, da kommt man tiefer mit rein und trotzdem gerade. Werde jetzt mit dieser Dremel-Scheibe den einmal in der Mitte der Länge nach durchschneiden. Gut, die ist durch. Wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, bin ich doch nicht ganz durchgekommen. Das liegt an diesem schwarzen Teil hier. Das ist nämlich hier gegengekommen. Und somit konnte ich nicht ganz durch. Aber so geht es ja auch.
Ja, jetzt haben wir hier die Einzelteile, die ich alle jetzt zugeschnitten habe aus Styrodur. Das hier sind die langen Träger sozusagen, die mit diesen hier vergleichbar sind oder die diese darstellen sollen. Dann haben wir hier die Fahrbahn, 2 Stück, sollte reichen. Das sind Zwischenträger, so Querträger, die ich so dazwischen setzen will. Die sind nämlich nicht ganz so hoch wie diese hier. Ja, das hier sind für das Magnetband, was da drunter kommt. Da werden diese zuerst hier drunter geklebt. 2 nebeneinander. Dazwischen kommt das Magnetband und dieser Kasten dann da drauf. Genau, so. Und dann haben wir hier, das ist jetzt natürlich noch viel zu lang, das Betongewicht, was oben dann an die Brücke ran soll. Hier oben. Genau, das werde ich auch noch beschweren. Da kommen von unten dann noch die Messingteile, die mitgeliefert wurden, rein. Das werde ich hier noch ausschneiden. Dann werden die da reingesteckt und verklebt und von unten noch ein bisschen verspachtelt, sodass das Gewicht dann auch gleichmäßig hier drin ist. Genau, das sind wie gesagt die Gehwege, die nachher hier auf die Fahrbahn drauf kommen. Ich kann das ja eben einmal zeigen, wie ich das meine. Also links und rechts kommen dann diese Gehwege. Dazwischen ist die Fahrbahn. Ja, und da sollten locker 2 Fahrzeuge aneinander vorbeikommen. Und so kommen dann die Brückenträger. So, das ist jetzt hier die Fahrbahn von unten. Ich habe jetzt hier genau den gleichen Aufbau hergestellt aus Styrodur, wie auch die Brückenteile sind. Die kommen dann quasi hier so ran. Jetzt kann man sehen, dass das von den Stahlträgern her zueinander passt. Ja, das muss natürlich, das habe ich jetzt noch angehalten, aber wenn das nachher verklebt ist, dann passt das haargenau. Das habe ich eben auch schon ausprobiert. Ja, jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich hier noch so Verstrebungen mache, so wie an dieser Stelle hier vorne. Da habe ich auch noch einiges in der Restekiste gefunden. Da muss ich dann mal schauen. Aber jetzt geht es erstmal darum. Achso, hier unten ist auch der Fahrdraht mit eingelassen, unter den Trägern quasi. Die wollte ich eigentlich auch noch kaschieren mit Styrodur. Das habe ich mir jetzt aber geschenkt. Das ist nicht notwendig. Das lasse ich so, wie es ist. Die werden jetzt einfach mit übergemalt, sind aber mit der Fahrbahn verklebt und an den Enden auch umgebogen, sodass hier die Magneten nicht abgestoßen werden von dem Fahrzeug. Ja, von der anderen Seite sieht es so aus, halt ganz glatt. Da kommen dann die Gehwege noch drauf. Und in der Mitte will ich wahrscheinlich noch einen Stahlträger mit einbauen, das muss ich mal schauen. Ja, also jetzt geht es erstmal darum, die Brücke einzufärben und stabiler zu machen. Weil Styrodur ja auch ziemlich anfällig ist gegen Druck und dergleichen, und das kann man verbessern oder verstärken, indem man die Farbe mit Holzleim mischt. Und für den Unterbau habe ich mir jetzt überlegt, werde ich einen Rostschutzfarbenton nehmen. Der wird nur in diesem Bereich hier aufgebracht. Die Träger selbst, beziehungsweise das hier oben, das soll auch in der Brückenfarbe in Himmelblau werden.
aber das innen drin, das soll halt roststutzfarben werden. Das werden wir jetzt mal machen. Dazu rühre ich mir eine kleine Menge Farbe mit an. Also ich mache das lieber mit der Pipette. Ein bisschen Wasser rein. Und dann von der Farbe. Können wir gleich noch ein bisschen mehr reinmachen. Und dann soll natürlich auch Holzleim damit rein. Mal einen guten Schuss da reinmachen. Ja. Und voll runter. Mal gucken. Ich will mir jetzt nicht zu viel Farbe anrühren, weil das wahrscheinlich erstmal nur vorgestrichen wird und dann morgen noch mal ein zweiter Anstrich drauf kommt. Jetzt ist der Pinsel ein bisschen hart. Ein bisschen weicher machen. Gut, und dann einfach flächig aufbringen.
So, jetzt mache ich mal den ersten Trockentest. Also die Brücke war ja schon soweit vorbereitet, auch in der Breite. Und jetzt mussten noch die Brückenträger entsprechend verbreitert werden. Das habe ich auch gemacht, indem ich Reststücke von der ehemaligen Fahrbahn hier eingeklebt habe. Denn diese Brückenköpfe hier, da kommt ja noch eine Fahrbahn oben drauf und unten sind sie auf diesem Betonklotz, nenne ich es mal, aufgebracht, sodass man das Innenleben hier überhaupt gar nicht sehen kann. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, einfach hier der Stabilität halber diese Träger einzukleben. Das habe ich auf der anderen Seite genauso gemacht. Hier. Und werde jetzt natürlich noch zur Abstützung der Fahrbahn hier einfach Träger mit einsetzen aus Styrodur und natürlich auch hier das Magnetband wieder mit einarbeiten. Das sollte soweit eigentlich funktionieren. Ich muss mal schauen, da werde ich mal Tests machen, weil hier doch das schon ein bisschen dicker ist, inklusive Kunststoff. Aber ich denke mal, dass das Fahrzeug die Spur nicht verlieren wird, sondern da es ja auch eine gerade Strecke ist, einfach drüber hinwegfahren wird. Jetzt erstmal der Trockentest. Geht die Brücke auch einwandfrei hoch und runter. Also hoch geht sie schon mal. Jetzt machen wir sie wieder runter. Sie muss natürlich hier mit den Zapfen genau in diese Löcher reingehen. Und auch das funktioniert soweit einwandfrei. Ist natürlich alles jetzt noch wackelig, weil es nicht fest montiert ist. Aber Zapfen gehen sauber rein und die Brücke hebt sich auch ohne Probleme.
So, jetzt werde ich mal die Steuerung anschließen. Da ist ja dieses schwarze Kistchen mit dabei. Damit werde ich es erstmal realisieren. Ich habe vor, das vielleicht auch noch anders zu machen und mit einem Märklin MSD Decoder zu versehen, um dann auch einen entsprechenden Sound abspielen zu können. Das werde ich mir noch überlegen. Zunächst einmal werde ich die vorhandene Steuerung verwenden und jetzt hier einmal testen, ob das auch soweit alles funktioniert. Und dann werde ich den Motor in den Sockel der Brücke einbauen, um auch dort zu probieren, wie sich die Brücke hebt und senkt. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Ich habe jetzt schon mal die Kabel entsprechend verlängert, also das Motorkabel auch ausgetauscht gegen ein anderes Kabel, damit es auch gleich länger ist, weil die Entfernung, wo ich das Gerät hier anbringen werde, doch ein bisschen weiter weg ist von der Brücke. Deshalb habe ich das verlängert, einmal mit dem Motor, dann mit diesem Endschalter, der so einen Taster hier wohl hat. Wenn die Brücke dann hier drauf fährt, wird der Taster ausgelöst und somit dann der Motor gestoppt. Und auf der anderen Seite, wenn die Brücke runterfährt, dann wird dieses Teil am Brückenkopf unten so eingebracht und mit einem Magneten, der an der Brücke befestigt ist, dann entsprechend auch gestoppt. Das Kabel habe ich jetzt noch nicht verlängert, das muss ich auch noch verlängern, aber für den Test würde ich es jetzt erstmal so kurz halten. Nun schauen wir uns mal auf der Anleitung an, wo welche Kabel hinkommen. Fangen wir mal mit diesem Gerät hier an. So, ich habe jetzt die Stromversorgung mal an einen analogen Wechselstrom angeschlossen und mir einen Taster simuliert. Ein Kabel muss jetzt hier in die Buchse Start mit rein. So, jetzt habe ich hier den überbrückt und beziehungsweise das Kabel bei Start mit verbunden. Und um das jetzt zu überbrücken, muss ich jetzt hier das Kabel einmal in den Stecker von GND reinhalten. So, dieser Start wurde ausgelöst, der Motor läuft. Das heißt, um den jetzt zu stoppen, gucken wir mal, den Taster hier auslösen. Jawohl, Motor hat gestoppt. So, jetzt wäre die Brücke sozusagen oben, weil das ist ja der Melder für oben. Jetzt machen wir es mal andersrum. Das Kabel wieder an GND einmal kurz ranhalten. Gut, das war zu kurz anscheinend. Jetzt. Motor läuft. Und dann, um den zu stoppen, halte ich jetzt mal diesen Melder an den Magneten und wunderbar, Motor hat gestoppt. Also ist die Funktionalität gegeben. Ich werde jetzt den Motor hier in diesen Styrodorblock einarbeiten. Der soll quasi, ich hatte ja den extra so zweiteilig gemacht. Das ist das andere Teil und das wird jetzt sozusagen, wird der Motor hier unten entsprechend so eingebaut, so dass er hier dann mit einem Nylonfaden sich aufwickeln und abwickeln kann. Das messe ich jetzt mal aus und dann baue ich den mal ein.
noch tiefer versenkt. Aber dazu muss jetzt erstmal das Mauerwerk hier drauf. Ich glaube, ich werde ihn auch gar nicht tiefer versenken. Vielleicht 1 Millimeter oder so. Aber so wird es, glaube ich, schon passen. So, dann werde ich nochmal einen Geräuschtest machen. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich komme mal ein bisschen näher. Wenn das jetzt auf dem Holz aufliegt, ist es ganz leicht lauter, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Mal ein bisschen Last draufbringen. Selbst mit Last ist es nicht lauter. Gut, das gefällt mir. So, jetzt habe ich hier mal einen Versuchsaufbau für die Steuerung der Brücke, also dass die hoch und runter fahren kann und dies auch digital gesteuert werden kann mit Sound. Ja, zurechtgelegt, also alle Kabel einfach erstmal provisorisch verbunden. Die beiden Melder hatte ich sie ja genannt. Der eine Melder sitzt ja hier am Brückenkopf oder Ende, kann man ja sagen. Das ist, glaube ich, so ein Read-Kontakt mit Magnet. Der sitzt an dieser Stelle und der andere sitzt hier vorne. Das werde ich gleich nochmal ein Bild von einblenden. Das ist so ein Druckkontakt. Das heißt, wenn die Brücke nach oben fährt, wird hier dieser Kontakt ausgelöst. Diese beiden Kontakte möchte ich auf jeden Fall gemeldet haben. Das heißt, ich habe die beiden Kontakte an ein S88 angeschlossen. Und sobald die Brücke unten ist, wird der Read-Kontakt hier ausgelöst über den S88 und somit habe ich in der Steuerungszentrale in der CS3 eine Meldung, dass die Brücke unten ist. Genauso auch dieser andere Druckkontakt an dieser Stelle löst genauso über S88 aus, dass die Brücke dann oben angekommen ist. Das ist einmal dieses Kabel hier.
Da führt ein Kabel zum S88 und das andere Kabel führt ganz normal auf die Schienenmasse sozusagen. Genauso mit diesem Druckkontakt führt auch ein Kabel in die Schienenmasse und ein Kabel geht zum S88-Kontakt. Das sind diese beiden hier, die führen hinten zum S88. Die Stromversorgung habe ich hier von der CS3 einmal auf die Vago-Klemmen gelegt, sodass ich auch noch die anderen Anschlüsse mit anbringen kann. Und von diesen Bahnstrom- und Masse-Vago-Klemmen geht einmal jeweils ein Kabel zum MSD3-Decoder, also zum Sound-Decoder von Märklin, der damit dann mit Strom versorgt wird. Die andere Masse geht dann zum... Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Ach ja, das war für die Melder, genau. Und die habe ich dann hier angeschlossen. Und vom Sounddecoder aus gehen dann die Motoranschlüsse hier vorne, das grüne Kabel und das blaue Kabel, wird hier auch über Vago-Klemmen jetzt verbunden. Alles provisorisch, wie gesagt, mit dem Motor. Das heißt, das Kabel geht dann hier mit rein zum Motor und somit ist eigentlich die komplette Verkabelung dran. Und das werde ich jetzt einfach mal testen. So, die Brücke ist jetzt erstmal provisorisch eingepasst. Die Styrodurblöcke hier an den Köpfen sind von unten mit Schrauben erstmal fixiert. Genauso hier auch. Von unten mit Schrauben fixiert und sind somit auch fest. Die Brücke passt genau dazwischen. Ich habe auch eben schon probiert, dass die auch nirgends schleift oder so. Also so wie es jetzt aufgebaut ist, passt es genau. Und somit kann ich jetzt erstmal an die Gestaltung der Schleusenseiten gehen. Diese beiden Seiten. Es ist so gedacht, dass hier unten eine kleine Vertiefung ist, wo nachher auch noch Poller mit installiert werden an den Seiten, wo die Schiffe dann festgetäut werden können. Dann wird es hier noch Stufen geben an den Köpfen oder an den Enden dieser Vertiefung, sodass man hoch und runter gehen kann, auch Richtung Schleusentore auf die andere Seite rüber gehen kann. Hier kommen auch noch Geländer oben drauf, sodass man hier tatsächlich über das Schleusentor auf die andere Seite kommen kann. Das Ganze wird hier auch mit einer Art Kopfsteinpflaster von Juvela ausgestattet und die ganzen Seitenteile werden auch mit den Ziegeln von Vollmer Sandsteinplatten verkleidet. Genauso hier diese Seite und hier wird erstmal nichts weiter stattfinden. Das wird einfach nur ein ungepflegter Teil sein, wo ja so Sand, ein paar Grasbüsche, ein bisschen Unkraut, vielleicht 2, 3 Büsche oder so platziert werden. Hier kommt ein Zaun hin, weil hier ist ein Durchgang für Fußgänger, die auch dann hier
unter dieser Brücke durchgehen können. Hier wird es einen kleinen Fußweg geben und dieser Zaun soll sozusagen die Fußgänger davon abhalten, Richtung Schleuse zu gehen. Ja, hier kommen auch noch 2 kleine Stufen hin. Und wenn das soweit erstmal ausgestaltet ist, achso, hier wird das natürlich auch noch verkleidet, dann wird die Fahrbahn hier aufgebracht, angemalt und dann auf dieser Seite genau das gleiche. So, jetzt kommen wir zu der Ampelsteuerung. Ich habe jetzt hier einmal von Viessmann die Bahnübergangs-Ampelsteuerung, also mit Andreaskreuzen und Blinkelektronik. Und hier noch einmal von IEK ein Schaltdecoder, mit dem ich dann sozusagen diese Blinkelektronik einschalte. Daran angeschlossen ist auch ein IR Mini, der dann die Fahrzeuge anhalten wird und diese Blinkelektronik startet. Und dann im Zeitversatz circa 15 Sekunden später wird dann die Brücke in Betrieb genommen. Das heißt, sie fährt hoch und dann nach einer Zeit wieder runter. Gut, Andreaskreuze an der Brücke macht natürlich keinen Sinn. Die werde ich also entsprechend bearbeiten, die Andreaskreuze abnehmen und die Ampelschaltung dann auf der Brückenauffahrt dort irgendwo installieren.
So, nachdem ich nun ein paar von diesen Flecken aufgebracht habe, also so Fahrbahnausbesserung in einem dunkleren Grau, geht es nun daran, die Fahrbahnmarkierungen anzubringen. Die Fahrbahnmarkierungen werden hier mit durchgehenden Streifen einmal links und rechts der Fahrbahn sein und auch in der Mitte der Fahrbahn ein durchgehender Streifen über die gesamte Länge. Dazu habe ich mir von mobax.de Fahrbahnmarkierungen besorgt. Diesen Tipp habe ich einmal gesehen in einem Video von Freestyle Moba. Der hat die benutzt. Und die werde ich jetzt das erste Mal ausprobieren. Hier ganz viele durchgehende Streifen und auch normale Fahrbahnstreifen. Hier auch für Fußgängerüberwege. Dann gibt es hier auch noch eine ganze Reihe von den Pfeilen. Das spiegelt jetzt leider ein bisschen. Und für die Klappbrücke, für die Zugbrücke habe ich mir dann auch noch diese besorgt hier, die auf die Fahrbahn aufgebracht werden, dass dort halt nur 30 gefahren werden darf. Ja, die sollen recht einfach aufzubringen sein und das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Jetzt hier zwei kleine Abstandstückchen zugeschnitten, die dann genau, wenn ich jetzt den Mittelstrich hier dran lege, genau zentriert von der Brücke sein werden. Dann gehen wir mal einen Streifen an. Ich muss sagen, das geht wirklich sehr gut mit diesen Streifen. Die sind ganz leicht selbstklebend und dazu auch noch stabil. Das heißt, die zerreißen nicht sofort in der Hand. So, und wenn man die noch mit dem Pinsel nachdrückt, dann gehen die auch in die Ritzen rein. Also sind auch sehr flexibel. Also wirklich tolle Ware, muss ich sagen. An den Brückenübergängen schneide ich das Band dann einfach nur durch. Und drücke es mit dem Pinsel ein bisschen in die Ritze rein. Perfekt. Also wenn die jetzt auch so halten dauerhaft, muss ich sagen, ist das wirklich eine klasse Sache. Aber das wird natürlich dann die Zeit zeigen. Warten wir es mal ab. Gut, das war jetzt gerade, also relativ einfach. Jetzt geht es darum, hier in die Kurve hineinzugehen und dort natürlich genauso schön im gleichen Abstand die Streifen anzubringen. Das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen schwieriger, aber schauen wir mal. Wir schauen uns dann gleich das Ergebnis an.